They post about us. I'm against abortion. Let's kill her children, we'll see how she likes it then. It's against the nature of God. So very often they're very anxious. At one point I sort of lost count as well of how much blood I was losing. Das ist Natalie. Sie ist Ärztin und kämpft für das Recht auf Abtreibung. Growing up, I realized that there's a lot of suffering around me. It was a time also when I started questioning my faith and wondering why certain religious beliefs seem to obstruct women from getting the healthcare that they really need. I also became a doctor and started meeting these women in a closer environment. It was natural that next step was accepting that abortion is necessary and abortion is part of healthcare. Natalie gründete deswegen Doctors for Choice Malta. Die Organisation informiert Frauen darüber, wie sie heimlich abtreiben können und setzt sich für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ein. Das ist keine leichte Aufgabe. Abtreibungen sind in Malta komplett verboten. Ja, auch wenn die Mutter vergewaltigt wurde. Ja, auch wenn das Baby nach der Geburt sterben wird. Und ja, auch wenn das Leben der Mutter auf dem Spiel steht. Werden Abtreibungen ohne medizinische Betreuung durchgeführt, kann eine Menge schiefgehen. Später in diesem Film treffen wir eine Frau, deren heimliche Abtreibung schnell zu einem Albtraum wurde. Nur damit du mal siehst, wie streng die Gesetze in Malta sind. Sie sind strenger als in Irland, wo man Abtreibung erst 2018 nach einem Referendum legalisierte. Oder auch strenger als in Polen, wo die Regierung seit einigen Jahren die Gesetzgebung immer weiter verschärft. Malta überbietet alles mit einem Pauschalverbot. A woman who has an abortion is liable for up to 3 years of imprisonment, and anyone helping her can be jailed for 4 years. Die Organisation ist sehr vorsichtig und arbeitet oft an der Grenze zur Illegalität. Frauen bei der Abtreibung helfen dürfen sie unter keinen Umständen. Was Natalie und ihre KollegInnen aber tun können, ist es, Frauen zu informieren. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Eine ist es, Online-Tabletten zu bestellen, mit denen der Abbruch zu Hause eingeleitet werden kann. Die andere ist, ins Ausland zu fliegen, nach England oder in die Niederlande. Einige Kliniken bieten dort sogar Komplettpakete an, Flug plus Hotel inklusive Abtreibung. Diese Woche hat Natalie Bereitschaft bei einer Beratungshotline für Schwangere. We receive messages on our chat function. We can offer advice about what they need. Hi, I wish to order the abortion pill. However, I cannot have it delivered to my house, as I still live with my parents and do not wish for them to find out. What can I do? I'm using a dummy account to protect my privacy. I'm very scared for the outcome. They ask us if we can provide the pills. We don't have pills. But we provide information on how they can access the site and how they can order the pills online. That's all we can do. Natalie bekommt allerdings nicht nur Nachrichten mit Hilferufen. Oft stößt sie auf massiven Hass im Netz. You should be burnt alive. You should be ashamed of showing your faces. Should they rename their caption to Murders for Choice? I suggest first try to kill yourselves before you kill innocent unborn babies. Butchers. Das sind nicht immer nur leere Drohungen. They've put up our photos saying, you know, these are the doctors who are promoting abortion. Don't go to them. They are butchers. They are murderers. Someone had said, let's kill her children. We'll see how she likes it then. I mean, they were referring to me. So that, you know, does make me worried for the safety of my children and my family. We have reported these comments to the police, but we haven't heard from them. Wir treffen mit Natalie eine Frau, die die Hilfe von Natalies Organisation in Anspruch genommen hat. Ihr Schwangerschaftsabbruch ist nun schon etwas her, aber sie erinnert sich noch genau an den Moment, als der Test positiv war. Ich war in Schock.
because pregnancy at that point in my life did not fit in. There was no chance in hell I would tell my family. I come from pretty much a conservative background, as maybe most Maltese do. Weiter ins Detail wollte Maria nicht gehen. Für sie ist es wichtig, dass ihre Identität geheim bleibt. Ansonsten könnte sie 3 Jahre hinter Gittern landen. Von den Folgen in ihrem Umfeld und durch jeden, der sie auf der Straße erkennen könnte, ganz zu schweigen. Doch für Maria war klar, damals wollte sie kein Kind haben. Sie bestellte also Pillen im Netz. I was obviously scared of what if, for example, my parcel was intercepted? Should I use a different address? Should I use a different email account? There was an element of fear given the legal ramifications of abortion in Malta. So, yeah, I was worried, 100%. Die Tabletten kamen an, doch kurz nachdem sie genommen hatte, fing die Blutung an und es hörte nicht auf. At one point, I sort of lost count as well of how much blood I was losing because the websites give you direction in terms of how many sanitary pads you need to fill within a period of time, right? At one point, I dropped to the floor. My hearing was affected for some reason, and I was like, I thought to myself, is this going okay? Because I wasn't even sure, you know. And at that point, I was scared. I was like, oh fuck. I knew as a backup plan, I could go to hospital and say it was a miscarriage. Maria erholte sich wieder. Die mentalen Folgen blieben. Die Panik, die Maria erlebte, ist nichts Ungewöhnliches für die Frauen, mit denen Natalie spricht. I feel angry that women who need to go through an abortion have to go through it alone. The advice is that they have someone they trust with them when they have a medical abortion. However, if something goes wrong, they can't really pick up the phone and speak to their own GP and discuss their symptoms because they're scared that their own doctor would report them. Es gibt keine offiziellen Zahlen zu Abtreibungen in Malta. Doctors for Choice schätzt aber, dass pro Jahr mindestens 300 in Malta lebende Frauen abtreiben. Während der Pandemie ist die Nachfrage nach Pillen massiv angestiegen. Plötzlich waren die Grenzen dicht und Frauen konnten nicht mehr ins Ausland fliegen, um dort mit einem chirurgischen Eingriff abzutreiben. Also mussten sie bei sich zu Hause das Gesetz brechen. Natalie will das nicht mehr länger hinnehmen. Sie und ihre KollegInnen von Doctors for Choice bauen regelmäßig einen Stand in der maltesischen Hauptstadt auf. Ganz schön gewagt in einem Land, in dem AbtreibungsbefürworterInnen geradezu fanatisch angefeindet werden. Sometimes we do have some hostile people, some who stop and shout at us. You shouldn't be doing this, you're doctors, you should be in favor of life. Schon ihre Anwesenheit am Stand kann Natalie in Gefahr bringen. Aber mit dem Kamerateam im Rücken halten sich viele PassantInnen zurück. What if a woman gets raped? Maybe it's not their fault, or even if it was, it's not their business, it's their body, so it's their choice. I think that everybody has the right to choose for their own body. I'm against abortion because it's against the nature of God. Doing abortion is killing something, killing a living thing. So I'm against it. Thank you. Viele Menschen, mit denen wir hier gesprochen haben, reden über Traditionen und ihre konservativen Werte. Vieles davon hängt auch mit der wichtigsten Institution des Landes zusammen. I think it all boils down from religion, really, because the Roman Catholic Church in Malta has lots of influence. We've had prominent politicians saying abortion will never be legalized in Malta and we shouldn't even discuss it. Welche Rolle Religion in Malta spielt, zeigt auch eine Studie des Eurobarometers von 2020. 60% der Bevölkerung Maltas gab an, dass Religion wichtig für sie sei. Mit diesem Prozentsatz ist Malta unter den Top 5 der religiösesten Länder der EU. Der Durchschnitt der Mitgliedstaaten liegt mehr als 20% darunter. Natalie riskiert Gefängnisstrafen und ihre eigene Sicherheit. Was sie antreibt, ist ihre Überzeugung, dass sich Malta verändern kann. I believe in this cause and I hold women's rights very close to heart. And because of that, it drives me to try and change the
the society I'm living in. It makes me want to work harder, and when I find that I've provided some support in any way, it makes me feel that what I'm doing is worthwhile.